Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von The Journey mit Alex Hunter. Wir haben in der letzten Folge das Sicherheitslehrgangsleistungstraining exzellent erfüllt, denn wir haben den ersten Platz belegt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie gesagt, letzte Folge könnt ihr auf jeden Fall gerne anschauen. Auch die vorletzte, da haben wir das 11 gegen 11 zuerst gemacht und dann den Rest des Sicherheitslehrgang gemacht. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter. Da sieht man die Spuren. Hi. Agents here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? Did you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my #1 client. You let him beat up on your wall like that, Mrs. Hunter? Well, he's always practicing anyway. Why not? It's just a wall. What can I do for you, Mr. Taylor? Michael, please. Actually, it's what I can do for you. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Okay, wir haben jetzt Angebote gekriegt, bei welchem Club wir gehen können. So. Wohin gehen wir denn? Ich habe mich doch eigentlich für Liverpool entschieden, oder nicht? Mehr Infos. The sleeping giant of English football. But the Reds are still a force to be reckoned with. A couple of seasons ago, they lost their talismans Steven Gerrard and Luis Suarez, so they're looking for a new hero to help them back to their glory years from the 70s and 80s. Back then, they were pretty much unstoppable. Their squad's got a good mix of young players and experience, and their manager, Jürgen Klopp, has a proven track record of turning young players into stars. Word of warning, you might find yourself on the bench as much as on the pitch with all the attacking players they've got, especially now they've signed Sadio Mane and Jorginho Wijnaldum. Okay. Ja, ich habe euch die 20 Clubs ja in der ersten Folge vorgestellt. Ja, Arsenal hat einen hohen Anspruch. Chelsea hat einen hohen Anspruch. Liverpool hat einen hohen Anspruch. Manchester United sowieso. Soll ich es direkt bei Liverpool wagen? Manchester City kriegt das meiste Geld, klar. Wo kriegt er am meisten Geld? Chelsea. Aber es geht ja nicht um das Geld, es geht ja auch ein bisschen auch mehr um die Leidenschaft, wo man gerne spielen will. Ah, interessantes Ziel von Leicester. 2400, 480.000, 26.000. Sollen wir das wagen? Sollen wir echt Liverpool direkt wagen? Das ist natürlich ein krasses Ziel. Aber wir können uns da am besten entwickeln, wenn wir uns mit dem Besten messen letztendlich. Und wenn wir es nicht schaffen, können wir uns ausleihen lassen. Wir machen Liverpool. Komm.
Stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signing in my old club. Hunter's a back, Grandad. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Alex, that's just brilliant. Das ist doch eine schöne Nachricht. Ah, das ist schön. Das ist schön. Okay, damit haben wir unseren Club erreicht, denn wir sind nun bei den Reds, haben quasi unseren Traum erfüllt und damit spielen wir auch bei dem Club, wo unser Opa gespielt hat, unser Herr Hunter. Die Hunters sind wieder da und Walker ist auch bei uns. Der hat den gleichen Geschmack, also das heißt, wir sind nicht alleine, wir haben einen Kumpel, der uns auf jeden Fall unterstützen kann. Ja, wir sehen zum Beispiel Michael Taylor. Nach Verpflichtungen wie Alex Hunter und Walker bin ich überzeugt, dass die Saison für Liverpool besser laufen wird. Auf jeden Fall. Mutter hat geschrieben, bin stolz auf dich, Hunter. Mit dir schafft das Team, was für die gewonnen haben. Ja. Unglaublich. Ich habe am selben Tag bei Liverpool einen Profivertrag unterschrieben wie mein bester Kumpel Hunter. Ja, das ist schön. Das hört sich doch schön an. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir legen direkt mal los. Was haben wir denn dann freigeschaltet? Okay. Ultimate Team ist an den nix für mich, aber... Ah, jetzt haben wir auch Statistiken und Transfereinnahmen. Ja, Transferwert. Wir sind momentan 5 Millionen wert. Einnahmen haben wir noch nichts. Klar, wir haben noch nichts verdient. Klar. Ist logisch. Und ja, das haben wir jetzt auch in den Überblick. Mal sehen, wie viel Einnahmen wir schöpfen können. Aber ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an. Trainingstag. Heutiger Schwerpunkt defensiv. Gut, ich bin eigentlich nicht der beste Defensivspieler. Sagen wir es mal so. Also, ich bin ja Stürmer quasi. Okay. Wait, isn't that? Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Unter, Walker. In you go. Gaffer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you, lads, work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want to know the one direction you need to go, and it's that way, to the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Unser erstes Training beginnt. Das ist doch schon mal schön. Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off, one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. When
Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? We're ready when you are, hombres. Children. Yeah, let's teach them a lesson. It's Spanish, yeah? Yeah, man. Okay. Hört sich ja gut an. Ah, dann haben wir das gleich wieder, so ein Training. Also machen wir wieder Skillspiele. Training. Alex' Attribute entwickeln sich durch seine Spielweise und deine Trainingshaltung. Im Training kannst du an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex' Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spieler-Eigenschaften freischalten. Auch sehr gut zu wissen. Gentlemen, what do you say we do a little hard training today? Lovely, let's get cracking. Okay, wir werden soweit. So, heutige Trainingsarbeit, Verteidigungsgrundlagen und Tempo-Dribbling. Okay, beides Attribute, die wir auf jeden Fall verbessern müssen. Und machen wir auch direkt. Verteidigungsgrundlagen, führe Zweikämpfe gegen Gegner aus, um in Ballbesitz zu kommen. Erfolgreiche und gut getimte Zweikämpfe werden belohnt. Los geht's. Okay. Das wird natürlich nicht leicht. Oh, scheiße. Ging schon mal gut los. Stark. Der war gut. Der war auch sehr, sehr gut. Der war auch richtig gut. Brauche ich eigentlich kein Skillspiel-Let's Play mehr zu machen, ne? Eigentlich. So. Exzellent. Jawohl. Ah, scheiße. Na gut. Ja, haben wir eigentlich gut hingekriegt, würde ich mal sagen. Ergebnisse angesehen. Wie sieht's aus? Hä? Was macht das denn jetzt? Ja. Besser geht's nicht, ne? Würde ich mal sagen. Tempo-Dribbling. Weiche Hindernisse aus, absolviere den Dribblingsparcours im Rennen mit dem Gegenspieler. Bonuspunkte gibt es, wenn du am Ende ein Tor schießt. Okay, haben wir das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Nee. Oh Gott. Das wird ja lustig. Okay, versuchen wir es nochmal. Und los. Das war auch schlecht. Okay, los. Nochmal. Come on. Come on da. Lass mit mal so stehen. Lass mit mal so stehen. War aber nicht schlecht fürs erste Mal. Ja. Konnten wir uns ein bisschen verbessern, man sieht es. War, denke ich mal, nicht schlecht. Wir sind aktuell in der Region Auswechselspieler. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Ausgangssituation. Erstmal. Dafür, dass wir unser erstes Training gemacht haben. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? And remember,
you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. Gut, damit haben wir unser erstes Training beim FC Liverpool erledigt in dem Sinne. Und ja, war auf jeden Fall nicht schlecht. Würde ich mal sagen, so für den Anfang her. Natürlich mehr Informationen gibt es noch nicht. Und ja, ich würde mal sagen, ich beende auch hier in diesem Sinne die Folge. Mal sehen, was in der nächsten Folge passieren wird. Und ja, haut auf jeden Fall rein und schreibt, wie gesagt, immer eure Meinung in die Kommentare zu The Journey, wie ihr den Spielmodus findet und wie ihr natürlich mein Let's Play findet. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.